Effektiv lernen, das Langzeitgedächtnis verbessern. Die Inspiration für alle meine Lebenserfolge kam von meinem Opa George. Ohne ihn hätte ich nie all die Dinge so effektiv lernen und alle Erfolge erzielen können, die ich erzielt habe. Was Sie hier lernen, wird Ihr Leben von unschätzbarem Wert verändern, wenn Sie es in die Tat umsetzen. Wenn Sie diese Tipps umsetzen, werden Sie mit Sicherheit Erfolg haben. Erfolg ist unvermeidlich. Erfolg ist bewiesen. Ich habe diese Tipps speziell für Pflegekinder im kalifornischen Schulsystem umgesetzt. Meine lebensveränderndsten Ergebnisse betraf eine Familie. Ein Drittklässler, der angeblich hatte, es wurde als ADHS-Lernbehinderung und Aufmerksamkeitsschwierigkeiten in der Schule eingestuft. Auch eine ältere Schwester der 5. Klasse mit einem Leseniveau der 3. Klasse, Anzeichen von potenziellem Mobbing und einer Scheu gegenüber dem Lernen. Als ich das Haus betrat, ich habe eine liebevolle Familie gesehen, die super nett ist. Ich sah einen Jungen, der Aufmerksamkeit erregte, indem er sich mit einem darauf gerichteten Stift ins Gesicht schlug. Ein Junge nimmt einen Hammer und tut so, als würde er sich selbst schlagen. Ein Junge droht in der 3. Klasse, sich umzubringen. Aber warum? Liegt das an einer Lernbehinderung? Ich sage, nein. Was ich an Tag 3 und allen anderen Tagen gelernt habe. Dieser Bruder und diese Schwester sind absolut bezaubernde Kinder, die nur schulisch hinterherhinken. Der Junge wurde in der 3. Klasse offensichtlich gemobbt, weil er das ABC nicht kannte und nicht lesen konnte. Das Mädchen war in der 5. Klasse in Naturwissenschaften, Mathematik und Englisch deutlich zurückgeblieben, speziell mehr als 2 Jahre im Rückstand für Englisch. Für die Pflegekinder, ich habe mich auf Englisch konzentriert. Ich wusste es von Opa, Englisch ist mit allem verknüpft, was man im Leben lernt. Ohne lesen zu können, kann man weder in Naturwissenschaften noch in Mathematik hervorragende Leistungen erbringen. Ich erschien jeden Tag mit Begeisterung und konzentrierte mich darauf, so viel Zeit wie möglich mit ihnen zu lesen, zu schreiben und zu reden. Der Junge ging innerhalb von 10 Monaten das ABC, dann die Zahlen durch und begann dann, Wörter zu lesen. Das Mädchen las Passagen vor, schrieb jedes Wort, über das sie stolperte, 10-mal auf und wir sprachen über Wörter, die ihr unbekannt waren. Wir haben Stundenpläne und Divisionen erstellt. Wir würden das Lernerlebnis auch mit lehrreichen YouTube-Videos aufpeppen. Vom 3. Tag an konnte ich bei diesem Jungen nie eine tatsächliche Behinderung erkennen. Er war immer sehr intelligent, fleißig und in allen Momenten freundlich. Wenn ein Lehrer oder Mitschüler in einer Sprache sprechen, die sie nicht beherrschen, können sie ihnen auch nie Aufmerksamkeit schenken. Die Wurzel des Problems bestand darin, dass sich jemand zu ihm setzen und ihm helfen musste, die Sprache zu lernen, damit er mit seinen Mitmenschen interagieren und sich im Leben ausdrücken konnte. Ich träumte davon, dass er im akademischen Bereich Fortschritte machte, aber dieses Lernen brauchte Zeit. Ich würde sagen, wir haben ihn in die 1. oder 2. Klasse gebracht, als er anfing, das ABC oder die Zahlen nicht mehr zu kennen. Für das Mädchen hat sie eine Schulstufe für Mathematik übersprungen. Dies liegt daran, dass ihre Fortschritte in Mathematik es ihr ermöglichten, Stoff schneller zu lernen und ihre Mitschüler zu übertreffen. Das ist von unschätzbarem Wert, da sie zu Beginn des Schuljahres schulisch zurückgeblieben war und Angst vor dem Lernen hatte. Sie saß da und vermied es zu lernen. Betrügen klang besser als Lernen. Nach 10 Monaten, sie übersprang ein Jahr in Mathe, schaute sich lehrreiche YouTube-Videos an, wenn wir nicht zusammen waren, begann, meine Nancy-Drew-Krimi-Bücher zu lesen und begann auszurufen, ich möchte eine Wetterfrau sein, wenn ich groß bin.
Sie hatte jetzt einen Traum. Sie identifizierte sich nun damit, intelligent und jemand an der Spitze ihrer Klasse zu sein. Sie wusste jetzt, wie man lernt. Ihre Zukunft ist jetzt definitiv rosig. Sie träumt von einer lohnenden akademischen Karriere im Bereich Meteorologie. Es war so schön zu sehen, dass sie etwas liebt, das auch ich liebe. Aufgrund meines Nebenfachs Meteorologie konnte ich meine Stärken in der Wetterwissenschaft unter Beweis stellen, zeigen sie aber auch ihre coolen Videos darüber, was bei einem Tsunami, einem Erdbeben, einem Feuer und so weiter zu tun ist. Die Videos haben ihre Leidenschaft für das Lernen geweckt und werden ihr für immer dabei helfen, bestens auf Naturkatastrophen vorbereitet zu sein, die jedem passieren können. Die Takeaways hier sind: Jeder kann alles tun, was er sich vorgenommen hat. Manchmal brauchen wir alle einfach ein wenig Hilfe auf dem Weg. Mit der richtigen Einstellung, wir können das Unmögliche erreichen. Wir können unsere Träume verwirklichen, wenn wir uns darauf konzentrieren. Wir müssen einfach Maßnahmen ergreifen, um diese Träume zu verwirklichen. Für alle, die ich unterrichtet habe, ich habe die effektiven Lerntipps meines Großvaters umgesetzt. Ich bezeichne Kinder nicht als Menschen mit negativen Problemen. Diese Etiketten sind selbsterfüllende Prophezeiungen, die diese Etikette in ihrem Leben verstärken. Sie halten Menschen zurück, wenn sie weniger an sie denken. Ich habe ihr Potenzial erkannt und erkannt, wer sie tief in ihrem Inneren sind. Ich urteile nicht, ich unterrichte nur. Ich unterstütze. Ich bin für sie da. Das ist alles, was sie brauchen. Sie müssen nur wissen, dass sie sich um sie kümmern. Sie brauchen einfach ihre Zeit. Wie Opa immer sagen würde, Kinder sind nicht schlecht, manchmal tun sie schlechte Dinge. Wir sollten andere nicht mit negativen Etiketten versehen. Stattdessen sollten wir andere stärken und ihr Potenzial erkennen. Lesen Sie, schreiben Sie und sprechen Sie darüber. Effektiv lernen. Wichtig war, dass wir uns auf das Lesen, Schreiben und Sprechen über die Themen konzentrierten, die wir lernten. Je mehr wir lesen, schreiben und reden, desto mehr lernen Sie sowohl heute als auch langfristig. Aufgrund dieser Wahrnehmung bin ich fest davon überzeugt, dass intelligente Menschen Selbstgespräche führen. Indem sie laut zu sich selbst sprechen, ermöglichen sie es ihnen, tiefer in die Informationen einzutauchen und diese besser zu verstehen. Spaß und Begeisterung sind wichtig. Außerdem lernt man am effektivsten, wenn man Spaß hat. Deshalb kann Lernen auf YouTube von unschätzbarem Wert sein. Vom Sitz Ihres Trainers aus werden Ihre Augen auf unterhaltsame Weise für die weltlichen Dinge um Sie herum geöffnet. YouTube ist sowohl unbezahlbar als auch kostenlos. Das ist auch der Grund, warum ich Medium.com liebe. Es kostet $5 pro Monat und bietet endlos lesbare Inhalte, die als Hörbuch für Sie abgespielt werden. Die Kraft des Schreibens jeweils 10x. In der Schule habe ich es immer gehasst, jeweils 10x zu schreiben. Für meinen Geschichtsunterricht in der 6. Klasse würde ich mich dafür entscheiden, auf die Toilette zu gehen, um unsere ruhige Zeit damit zu vermeiden. In der 8. Klasse konnte ich nie verstehen, warum einer meiner Lieblingslehrer, Herr Buß, uns leiden ließ, indem er im Englischunterricht jedes Wort 10-mal aufschrieb. Mein Opa hat mir die Kraft beigebracht, jeweils 10x zu schreiben. Zum ersten Mal in meinem Leben erklärte er einfach, dass das Schreiben von jeweils 10x das Gehirn dazu zwinge, den Stoff zu lernen und als Langzeitgedächtnis zu speichern, sodass man ihn heute nicht nur vorübergehend lernt, sondern lerne es auch langfristig und für immer. Mit diesem Tipp können Sie sich beim Schreiben gezielt die Wörter auf Papier vorstellen.
Es ermöglicht Ihnen, Langzeiterinnerungen zu sammeln und alles als Langzeiterinnerungen zu lernen. Gerade dieses Jahr besuchte ich meine HS und scherzte, dass Mr. Booth so schrecklich sei, er ließ uns alle leiden, indem er den ganzen Tag lang jeweils 10-mal schrieb. Jetzt unterrichte ich und lasse meine Kinder leiden, indem ich jeweils 10x den ganzen Tag über schreibe. Heute unterrichtet Herr Booth kein Englisch für die 8. Klasse. Er ist der Rektor der Passminer High School. Niemand hat mir jemals erklärt, wie wirkungsvoll es ist, jeweils 10x zu schreiben. Außer Opa. Wenn er es nie täte, wäre das Leben einfach nie das gleiche. Vielleicht habe ich nie alles gelernt, was ich gelernt habe. Möglicherweise habe ich nie alle erzielten Erfolge erzielt. Vielleicht habe ich die Hindernisse, die ich überwinden musste, nie überwunden. Vielleicht habe ich anderen nie beigebracht, dasselbe zu tun. Andere haben die Widrigkeiten ihres Lebens vielleicht nie überwunden, alles so, wie ich es jeden Tag tue. Die Kraft all dessen ist lebensverändernd und unbezahlbar. Ich scherze gerne, aber warte, da ist noch mehr. Durch das Schreiben überlebte ich oder übertraf meinen Mathematikunterricht. Ich habe Calc 1, Calc 2 und Differential Equations immer überlebt, aber ich habe Multivariablenberechnung und Statistik mit Bravour bestanden. Als ich sah, wie mein Mitbewohner Lerntipps umsetzte, die Opa gutheißen würde, ich habe es ihr schnell nachgemacht. Meine Bemühungen haben sich gelohnt und mir geholfen, andere zu übertreffen oder einfach den Unterricht zu überstehen. Zu dieser Aktion, die sie durchführte, gehörten: Schreiben Sie Ihre Notizen vor Prüfungen neu. Wie lernt man Mathematik? Jeweils 10x wird einfach nicht funktionieren. Was funktioniert, ist, Ihre Notizen vor Prüfungen neu zu schreiben, um diese Informationen langfristig in Ihrem Gehirn zu verankern. So, wie Opa immer sagte. Durch das Schreiben von Dingen gewinnt man dieses Visualisierungsgedächtnis und ein tieferes Verständnis. Es ermöglicht Ihnen, die Wörter auf dem Papier in Ihrem Gehirn zu sehen. Sie können sich vorstellen, was Sie schreiben, wenn Sie nach oben schauen und nachdenken. Es ist, als ob man ein Buch liest und sich die Geschichte vorstellt, als ob sie real wäre. Sie sehen alles, was der Autor beschreibt. Man sieht die Papiere, das Auto und wie der gelbe Bleistift vom Tisch fiel. Es fiel langsam herunter, halb benutzt. Du kannst es sehen. In deinem Kopf sieht es echt aus. Jedes Detail. Visualisieren Sie, was Sie lesen. Wie Opa immer sagte, der beste Weg zu lernen und zu lesen ist, sich alles vorzustellen, was in der Geschichte passiert, als ob es real wäre. Die Größe Ihrer Schrift und der Abstand sind wichtig. Ja, wir wissen jetzt, dass wir zum effektiven Lernen lesen, schreiben und über Dinge sprechen sollten. Ich sage immer gerne, die Dinge am besten zu machen, mach es früh und oft. Stellen Sie sicher, dass Sie den Lernprozess genießen. Schreiben Sie Notizen neu oder schreiben Sie jeweils 10x Dinge auf. Visualisieren Sie alles, was Sie lesen und lernen. Es ist auch wichtig, sich nicht dem Lernen zu verschließen, indem man sehr klein schreibt, auf Papier mit Linien schreibt oder auf Papier mit engen Zeilenabständen schreibt. Wenn Sie klein schreiben, ist Ihr Geist nicht in der Lage, die Informationen so gut zu visualisieren, und Sie werden nicht in der Lage sein, die Informationen so effektiv zu lernen. Wenn ich meine Notizen umschreibe, schreibe ich sie alle auf Druckerpapier. Ich stecke alles in einen wasserfesten Ordner, den ich für $1,25 beim Dollar Tree gekauft habe. Ich schreibe meine Diagramme, zeichne Pfeile, die Dinge verknüpfen, und hebe zum Spaß Informationen hervor.
Ich konnte sehen, wie die Menschen in meinem ganzen Leben mich verwirrt und möglicherweise vorurteilsvoll anstarrten. Sie konnten nicht verstehen, warum ich mir auf diese Weise Notizen machte. Aber auch hier habe ich Notizen auf diese Weise geschrieben, weil Opa es am besten weiß, und ich bewiesen habe, dass ich dadurch auf lange Sicht effektiver lernen kann. Bauen Sie Ihre Fähigkeit auf, stundenlang zu lernen. Wie Opa George sagt, wenn Sie lernen und akademisch hervorragende Leistungen erbringen möchten, müssen Sie Ihre Fähigkeit aufbauen, stundenlang zu lernen. Was Sie von anderen unterscheidet, ist Ihre Lernfähigkeit. Mit der Zeit und Übung können Sie sich daran gewöhnen, längere Stunden zu lernen, wodurch Sie im Vergleich zu Ihren Mitmenschen eine größere Menge an Informationen aufnehmen können. Wenn Sie im Leben wirklich herausragende Leistungen erbringen möchten, bauen Sie Ihre Stärke aus. Bauen Sie Ihre Ausdauer auf. Bauen Sie Ihre Resilienz auf. Bauen Sie Ihre Fähigkeit aus, über sich hinauszuwachsen und mehr zu tun. Lebe dein bestes Leben. Gib dein Bestes. Scheuen Sie sich nicht vor harter Arbeit. Tun Sie alles, was Sie können, für die Menschen und Dinge, die Ihnen wichtig sind. Um im Leben herausragende Leistungen zu erbringen, muss man Zeit investieren. Ich empfehle, Ihre Denkweise zu ändern. Anstatt mich darauf zu konzentrieren, rannte ich 5-mal den Hügel hinauf. Sie sollten sich darauf konzentrieren, dass Sie insgesamt 30 Minuten lang mehrmals den Hügel hinaufgelaufen sind. Indem Sie Ihre Ziele auf der Grundlage von Zeitrahmen festlegen und sich die Zeit nehmen, die erforderlich ist, um sie zu erreichen. Du wirst am Ende mehr tun. Am Ende werden Sie mehr erreichen. Vielleicht überraschen Sie sich sogar selbst und erreichen das, was andere für unmöglich halten. Effizient lernen, arbeiten Sie intelligenter, nicht härter. In der Highschool habe ich am Abend vor meiner Prüfung 10 Stunden gelernt, um die Note 79 zu erreichen. Mein Freund hat für eine 82 weniger als 2 Stunden gelernt. Ich würde mich aufregen, warum bringt mich all meine Mühe nicht weiter? Ich war immer ein harter Arbeiter. Ich zeichnet mich durch harte Arbeit und Hingabe bei allem, was ich tue, aus. Am SUNY Maritime College, einer Akademie, bewunderte mich zum ersten Mal jemand dafür. Wir machten alle einen Test über meteorologische Konzepte. Alle sahen mich wegen meiner Notizen gleichermaßen komisch an. Ein Mädchen fragte neidisch, wie hast du bei dieser Prüfung so gut abgeschnitten, ohne überhaupt zu lernen? Meine Antwort: Ich mache mir im Unterricht Notizen. In meinem Bio- und Physikchemkurs der Oberstufe verbrachte unser Lehrer die gesamte Klasse damit, an die Tafel zu schreiben, um uns den Stoff beizubringen. Ich bin in Chemie hervorragend, weil Opa mir Chemie beigebracht hat und ich gelernt habe, dass ich es liebe, aber ich mache mir auch Notizen und schreibe sie um. Unser Lehrer lobte: Alyssa, du hast die Prüfung am besten bestanden und im Allgemeinen besser abgeschnitten als andere. Warum gehen Schüler durchs Leben und beobachten, wie ein Lehrer die ganze Klasse an die Tafel schreibt, und erwarten, alles zu lernen, ohne etwas aufzuschreiben? Es kann Unwissenheit sein. Es kann Faulheit sein. Es kann sein, dass sie die Macht des Aufschreibens einfach nicht verstehen. Wenn andere vor Prüfungen fleißig Notizen gemacht oder umgeschrieben haben, auch sie würden ihre Kurse mit minimalem oder gar keinem Lernaufwand bestehen. Gute Nachrichten für Sie: Sie können all das umsetzen, was mehr als eine Generation gedauert hat, um es zu üben und zu lernen. Unbezahlbar. Pflegen Sie aktive Lernprozesse. Anstatt nur zu lesen und hervorzuheben, sollten Sie sich durch aktive Lerntechniken intensiver mit dem Material befassen, indem Sie den Inhalt zusammenfassen, erklären und jemand anderem beibringen.
lesen, schreiben und reden Sie über alles. Mache Notizen. Notizen neu schreiben. Wiederholung hilft uns beim Lernen. Ja, ich wiederhole und fasse die wertvollen Tipps gezielt für Sie zusammen. Intelligenz ist nicht die Fähigkeit, Informationen zu speichern, sondern zu wissen, wo sie zu finden sind. Albert Einstein. Klar, wir alle wissen eine Menge Dinge. Wir sind alle allmächtig und wissen alles, was es zu wissen gibt. Tatsächlich ist wahre Intelligenz nicht das, was Sie wissen, stattdessen basiert es auf Ihrer Fähigkeit, Antworten auf das zu finden, was Sie nicht wissen. Wir werden nicht alle Antworten im Leben kennen. Aber wie Opa gerne sagt, mit etwas Recherche gibt es auf fast alles eine Antwort, seien Sie ein Meisterforscher im Leben. Erfahren Sie, wie Sie glaubwürdige Informationen und Antworten auf Ihre Fragen finden. Überprüfen Sie alles, was Sie lernen. Erfahren Sie alles, was Sie wissen, von denen, die klüger sind als Sie. Elbette hepimiz tonlarca şey biliyoruz. Hepimiz her şeye kadiriz ve bilinmesi gereken her şeyi biliyoruz. Gerçekte gerçek zeka bildiğiniz şey değildir. Bunun yerine bilmediğiniz şeylerin cevaplarını bulma yeteneğinize dayanır. Hayattaki tüm cevapları bilemeyeceğiz. Ama büyükbabamın da söylemeyi sevdiği gibi, biraz araştırmayla çoğu şeyin bir cevabı bulunur. Hayatta usta bir araştırmacı olun. Güvenilir bilgileri ve sorularınızın yanıtlarını nasıl bulacağınızı öğrenin. Öğrendiğiniz her şeyi gözden geçirin. Bildiğiniz her şeyi sizden daha akıllı olanlardan öğrenin. Tatsächlich ist wahre Intelligenz nicht das, was Sie wissen, stattdessen basiert es auf Ihrer Fähigkeit, Antworten auf das zu finden, was Sie nicht wissen. Wir werden nicht alle Antworten im Leben kennen. Aber wie Opa gerne sagt, mit etwas Recherche gibt es auf fast alles eine Antwort, seien Sie ein Meisterforscher im Leben. Erfahren Sie, wie Sie glaubwürdige Informationen und Antworten auf Ihre Fragen finden. Überprüfen Sie alles, was Sie lernen. Erfahren Sie alles, was Sie wissen, von denen, die klüger sind als Sie. Lernen Sie von Experten. Lernen Sie von Experten, die bereits die Erfolge erzielt haben, von denen Sie träumen. Wenn Sie im Sport herausragende Leistungen erbringen möchten, lernen Sie von den Olympioniken. Lernen Sie von den Bewährten und Besten der Welt. Warum ich es liebe, von Opa zu lernen. Er ist Experte für Physik, Chemie, Mathematik und Ingenieurwesen. Er diente jahrzehntelang selbstlos beim Militär und als Physiklehrer. Allein wenn man ihn kennenlernt, sieht man, dass er der Beste ist, was er kann. Er ist der beste Lehrer, den ich je in meinem Leben hatte. Er brachte mir alles bei, was ich über effektives Lernen, Geometrie, Trigonometrie, Chemie, Physik und Leben wissen musste. Organisieren Sie die Informationen und verknüpfen Sie sie mit anderen Dingen, die Sie wissen. Der Zweck des oben Gesagten bestand auch darin, klarzustellen, wir wissen tatsächlich eine Menge Dinge. Wir sind großartig. Wir wissen mehr, als Sie denken. Wie Opa George sagt, wenn man etwas Neues lernt, Sie lernen die Informationen am besten, wenn Sie eine Liste erstellen, die Informationen organisieren und Verknüpfungen in Ihrem Gehirn erstellen, um neu gelernte Informationen mit Dingen zu verknüpfen, die Sie bereits wissen. Indem Sie diese Verknüpfungen herstellen, die auch als Vergleichen und Gegenüberstellen bezeichnet werden, ermöglichen Sie es sich, Dinge effektiver zu lernen und sie auch für immer zu lernen. Verwenden Sie lustige Mnemoniken, um sich Dinge zu merken. Menschen verwenden Mnemoniken, um sich Dinge zu merken, weil sie Spaß machen können, Vergleiche ermöglichen und die Informationen vereinfachen, sodass man sie sich leichter merken kann.
Auswendig lernen durch Wiederholung. Denken Sie daran, wie frühes Lesen, Schreiben und Sprechen oft das langfristige Erlernen von Informationen verbessert. Es ist gut, Dinge kurzfristig auswendig zu lernen, wenn man weder Papier noch Stift hat. Sie können die Wörter und Sätze im Kopf oder lautverbal wiederholen. Das ist ein toller Tipp im militärischen Bootcamp. Ich erfuhr schnell so viele lustige Fakten und platzte mit voller Überzeugung heraus, als unser Kader uns aufrief, wir sollten über diese Wissensthemen sprechen. Das einzige Problem ist, dass ich Ihnen heute nicht die Hälfte von dem erzählen konnte, was ich vor langer Zeit auswendig gelernt habe. Vielleicht hätte ich auf Opa hören und alles aufschreiben sollen. Das oder vielleicht hatte ich keine Zeit dafür. Das Militär kann das Lernen von Bootcamp-Informationen verbessern, indem es während der gesamten Zeit dort langfristiges Lernen fördert. Wie dem auch sei, das Militär hat mir gezeigt, wie gut das Auswendiglernen durch Wiederholung ist. Macht, sich Namen zu merken. Wie Dale Carnegie zu sagen pflegte, ist es eines der wichtigsten Dinge, die man lernt, wenn man jemanden kennenlernt, wenn man seinen Namen kennt. Nutzen Sie diesen Tipp unbedingt, um sich die Namen der Menschen zu merken, denen Sie im Leben begegnen. Jeder fühlt sich wertgeschätzter und wertvoller, wenn man sich beide oft an seinen Namen erinnert und ihn ausspricht. Lernen und üben Sie früh und oft. Wenn du lernen willst. Wenn Sie Sport treiben möchten. Wenn Sie im Leben herausragende Leistungen erbringen möchten. Es gibt eine Sache, die Sie tun müssen. Über alles früh und oft. Es geht nur um die Zeit. Je häufiger Sie lernen oder tun, desto mehr werden Sie durch die Kraft der Wiederholung lernen. Je früher Sie sich die Informationen ansehen, desto eher werden Sie sie beherrschen. Alles geht Hand in Hand. Es schadet nicht, über Dinge zu schlafen, die man lernt, tut und übt. Ich denke gerne, dass ich lerne, während ich schlafe. Ich visualisiere. Ich denke. Ich erhole mich. Ich wache voller Energie und viel besser auf als beim Einschlafen. Visualisieren Sie Erfolge. Haben Sie jemals gesehen, dass Sportler ihre Sportart oder Veranstaltung visualisieren, bevor sie ausführen? Als Sportler mache ich das auch. Ich empfehle es jedem, der in akademischer, sportlicher und beruflicher Hinsicht bessere Leistungen erbringen möchte. Details erkennen, aber Konzepte verstehen. Stellen Sie sicher, dass Sie auf die Details achten, um die Details dessen, was Sie lernen, zu erkennen. Um im Sport zu glänzen, muss man die kleinen Dinge gut umsetzen. Sie müssen sich durch die Umsetzung von Techniken und Details auszeichnen, die von anderen möglicherweise unbemerkt bleiben. Noch wichtiger ist, dass Sie die übergreifenden Themen und Konzepte verstehen, die im Material beschrieben werden. Verstehen Sie den Zweck und die Hauptidee. Was ist der Zweck und welche Lehren ergeben sich aus der Lektüre dieses Inhalts? Was sind die wichtigsten Punkte, die angesprochen werden? Normalerweise wird dies im Titel, im ersten Absatz, im letzten Absatz und im Inhaltsverzeichnis aufgeführt. Achten Sie darauf, diese Abschnitte eines jeden literarischen Schreibens im Auge zu behalten. Teste dich selbst. Im modernen Zeitalter übermäßig standardisierter Tests, die nicht unbedingt genaue Einschätzungen der Intelligenz liefern, stellen Sie sicher, dass Sie sich als Vorbereitung auf Prüfungen testen. Wenn Sie sich selbst testen, überprüfen Sie die Antworten, die Sie falsch gewählt haben, und wiederholen Sie die Tests immer wieder. Sie können Ihre Ergebnisse verbessern und sich von Ihren Mitbewerbern abheben. Aber wie wir oben beschrieben haben, handelt es sich bei dieser Lernmethode nur um einen kurzfristigen Lerntipp. Ja, Sie können die Prüfung bestehen,
aber wahrscheinlich werden Sie diese Informationen im nächsten Jahr vergessen, wenn Sie die anderen oben beschriebenen Tipps nicht befolgen. Deshalb habe ich gesehen, dass standardisierte Tests antiproduktiv sind. Sie bringen unserer Jugend bei, wie man eine Prüfung besteht. Nicht, wie man den Inhalt für immer lernt und versteht. Wie wäre es mit einem Anwalt, Sales Mind Track? Bin ich intelligent? Lerne ich effektiv? Können Sie es richtig erraten? Bin ich ein ausgezeichneter Teilnehmer an standardisierten Tests? Die richtige Antwort ist nein. Während ich intelligent und sehr effektiv bin, sowohl beim Lernen als auch beim Bestehen von Unterrichtsstunden in der Schule, ich bin kein guter Teilnehmer an standardisierten Tests. Ich kann mir Informationen schnell merken und Tests hervorragend absolvieren, aber standardisierte Tests würde ich endlos studieren, um statistisch gesehen eine durchschnittliche Punktzahl zu erzielen. Dies liegt daran, dass Sie die Sprache des Tests beherrschen müssen. Bedeutet das, dass standardisierte Tests ein guter Indikator für den IQ sind? Um bei standardisierten Tests die besten Ergebnisse zu erzielen, müssen Sie so antworten, wie Sie es von Ihnen erwarten. Ich bin oft sehr detailliert und denke über alle Möglichkeiten nach. Ich schaffe die Prüfungen nicht rechtzeitig. Ich bin gezwungen, mein Bestes zu geben, um alle Fragen, die ich nicht beantworten kann, zufällig zu erraten. Rate mal B und D. Wenn Sie wie ich sind und einen standardisierten Test nicht abschließen können, wählen Sie B oder D basierend auf meiner gesamten Lebensforschung, die SAT, GER und ILSAT umfasst, ist B oder D statistisch gesehen am wahrscheinlichsten. Am besten wählen Sie B für alle abschließenden Fragen oder D für alle folgenden Fragen. Auf diese Weise hat das Glück keinen Einfluss auf die Punktzahl. Andernfalls können Sie versehentlich B, D auswählen, aber dann lautet die Antwort tatsächlich D, B. Ja, Sie haben eine Chance von 1 zu 5, aber statistisch gesehen erhalten Sie bei B oder D häufiger kostenlose Punkte, ohne dass Sie die Frage tatsächlich lesen müssen. Manche Leute absolvieren schwierige standardisierte Prüfungen wie den ILSAT, bei denen sie die Antwort eingrenzen und bei vielen Fragen nur raten. Der beste Weg besteht darin, die standardisierten Tests frühzeitig und häufig durch Wiederholung zu üben. Genug Schlaf bekommen. Denken Sie daran, dass Schlaf Ihnen dabei hilft, am effektivsten zu lernen. Es hilft Ihnen, Dinge im Schlaf zu visualisieren und zu lernen. Bei Prüfungen schneide ich besser ab, wenn ich lerne, aufhöre zu lernen, schlafe und dann vorrangig morgens lerne, wenn mein Gehirn am frischsten und lernbereit ist. Sie werden morgens am meisten lernen und am produktivsten sein. Schlaf gut. Schlaf ermöglicht es Ihrem Körper, sich zu erholen und Informationen im Langzeitgedächtnis zu festigen. Sorgen Sie für guten Schlaf, um Ihr Lernen und Ihre Produktivität zu steigern. Wissenschaftlich gesehen genieße ich es, 7 bis 8 Stunden am Stück zu schlafen, wenn ich bei Sonnenaufgang aufwache, eine Mischung aus 15 Minuten bis 1 Stunde zu schlafen oder 4 Stunden zu schlafen, bevor ich viel Zeit wach verbringe. Mittagsschläfchen für Katzen, die ihren natürlichen Schlafzyklus nicht beeinträchtigen, sind hilfreich für die Erholung und ein gesundes Leben. Haben Sie also keine Angst vor diesen Mittagsschläfchen zum Auftanken. Stress bewältigen. Stress kann das Lernen und das Gedächtnis beeinträchtigen. Üben Sie Techniken zur Stressbewältigung, damit Sie möglichst effektiv lernen können. Einige argumentieren auch, dass Stress Ihnen die Motivation verleihen kann, die Sie brauchen, um härter zu lernen und zu arbeiten. Daher ist dies ziemlich kontraintuitiv. Tun Sie einfach das, was Sie für das Beste halten. Ich persönlich vermeide und ignoriere Stress,
Stattdessen konzentriere ich mich darauf, motiviert zu bleiben. Essen Sie gut und trainieren Sie. Ernähren Sie sich gesund und treiben Sie regelmäßig Sport, um Ihr Gedächtnis und Ihre kognitiven Funktionen zu verbessern, damit Sie im Alltag effektiver lernen können. Tun Sie, was für Sie am besten funktioniert. Jeder Lernstil ist anders. Experimentieren Sie mit verschiedenen Techniken, um herauszufinden, was für Sie am besten funktioniert. Befolgen Sie die beschriebenen Tipps, um Ihre Lerneffektivität zu steigern und nicht nur kurzfristig, sondern ein Leben lang zu lernen. Langfristiges Lernen ist unbezahlbar. Das sollte das Ziel sein. Indem Sie Dinge für immer lernen, können Sie schneller akademische Erfolge erzielen. Langfristiges Lernen ermöglicht es, Erfolge zu erzielen, die sonst nicht möglich wären. Bleiben Sie motiviert und lernen Sie am effektivsten, indem Sie alles, was Sie lernen, lesen, schreiben und sprechen. Die Organisation wird Ihnen auch dabei helfen, Ihr Lernen und Ihr Verständnis langfristig zu verbessern. Schmoop. Mein Lieblingslerntool ist Schmoop. Ich liebe es, wie Schmoop Komik in eine sehr klare und genaue Darstellung sehr komplizierter Lesarten einbringt. Zu meinen Lieblingslektüren gehörten Lehren aus der griechischen Mythologie, beispielsweise aus der Odyssee und den Wächtern, die Sie auf YouTube für audiovisuelle Comic-Geschichtendarstellungen finden können. Zu den Lektionen, die ich für immer in Erinnerung habe, gehören: Die Leute bekommen etwas und wollen dann immer mehr. Jetzt weiß ich nicht genau, woher das Zitat stammt, aber ich glaube, es stammt aus der Odyssee nach den Abenteuern über die Meere, als alle am Tisch saßen und gefräßig aßen. Eine Lieblingslektüre von mir. Ist Ihnen aufgefallen, wie ich mir das Zitat aufgrund der Bilder im Vorfeld eingeprägt habe? Viel Spaß! Das Lernen geht schnell und einfach, wenn es Spaß macht. Scheuen Sie sich nicht, Ihre Lernerfahrung mit ein wenig Spaß und Comedy aufzupeppen. Tauchen Sie tief in die Themen ein und genießen Sie den Prozess. Stellen Sie sich die Handlung als Video vor, das beim Lesen in Ihrem Kopf abläuft. Sehen Sie sich die Websites an und spüren Sie die Emotionen, die beim Lesen entstehen. Seien Sie dabei und genießen Sie die Reise. Der obige Artikel ist meinem großartigen Opa gewidmet, der das Leben von mir und anderen für immer beeinflusst. Er zitiert immer Albert Einstein, daher ist hier nur ein weiteres Zitat, das wir alle verkörpern sollten. Lerne für immer. Verbreiten Sie Liebe für immer an Ihre Mitmenschen. Lebe dein bestes Leben. Genieße jeden Tag. Die Zitate von Albert Einstein stammen größtenteils aus Die Geheimnisse des Universums und umfassen: Ich glaube an Intuitionen und Inspirationen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich recht habe. Ich weiß nicht, dass ich es bin. Wichtig ist, nicht mit dem Hinterfragen aufzuhören. Neugier hat ihre eigene Daseinsberechtigung. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, ihr Leben zu leben. Man ist, als ob nichts ein Wunder wäre. Ein anderer ist, als wäre alles ein Wunder. Das Leben ist wie Fahrradfahren. Um das Gleichgewicht zu halten, müssen Sie in Bewegung bleiben. Obwohl ich im täglichen Leben ein typischer Einzelgänger bin, hat mich mein Bewusstsein, zur unsichtbaren Gemeinschaft derer zu gehören, die nach Wahrheit, Schönheit und Gerechtigkeit streben, davor bewahrt, mich isoliert zu fühlen. Wissenschaft kann nur in einer Atmosphäre freier Meinungsäußerung gedeihen. Ich spreche mit jedem auf die gleiche Weise, egal ob er der Müllmann oder der Präsident der Universität ist. Ich bin meiner Abstammung nach Jude, meiner Staatsbürgerschaft nach Schweizer und meiner Herkunft nach ein Mensch,
und zwar nur ein Mensch, ohne jegliche besondere Bindung an irgendeinen Staat oder eine nationale Einheit. Wenn Sie ein glückliches Leben führen möchten, binden Sie es an Ziele und nicht an Menschen. Wir können unsere Probleme nicht mit der gleichen Denkweise lösen, mit der wir sie geschaffen haben. Nur wenige sehen mit eigenen Augen und fühlen mit ihrem eigenen Herzen. Jeder ist ein Genie. Aber wenn man einen Fisch nach seiner Fähigkeit beurteilt, auf einen Baum zu klettern, wird er sein ganzes Leben lang glauben, er sei dumm. Große Geister stießen schon immer auf heftigen Widerstand mittelmäßiger Geister. Fantasie ist wichtiger als Wissen. Das Wissen ist begrenzt. Fantasie umgibt die Welt.